Liz? Ich dachte, die ist Dominique. Naja, Dominique war gestern. Heute ist Liz dran. Sag mal, wie viele Dates hast du bitte bei einem Strip klargemacht, ne? Hey, nur kein falscher Neid. Auf dich und Andi sind die Frauen auch abgefahren, nur du wolltest ja nicht. Ja, eigentlich ist nur Ricardo auf mich abgefahren, aber schon irre, was dabei rumkommt. Ich meine, selbst Olli hätte sich umorientieren können, aber er wollte ja nur zu seinem Christian. Leni hat eben erzählt, er ist spontan nach London geflogen. Entschuldigung. Hi, ich wollte euch gar nicht belauschen, aber sprecht ihr von Andi Fritsche und Olli Sabel? Klar. Kennst du die beiden? Ja, von früher. Ich bin vor ein paar Jahren aus Düsseldorf weggezogen und da ist der Kontakt irgendwie eingeschlafen. Und, ja, jetzt wollte ich mal wieder Hallo sagen. Hi. Und ich war total irritiert, dass der Taxifahrer mich hier abgesetzt hat, als ich zum No Limits wollte. Ja, die Location hat gewechselt, aber er wohnt immer noch in dem Haus, wo früher das alte No Limits war. Ja, und hier ist er noch Geschäftsführer. Wieso macht mir das immer noch was aus? Er liebt meine Schwester, sie liebt ihn. Ich führe genau das Leben, das ich leben will. Ich brauche niemanden. Ich bin mir selbst genug. Was machst denn du hier? Was machst du hier? Ich arbeite hier. Ja, aber ich meine, du bist doch heute erst aus England zurückgekommen. Ich dachte, du fängst erst morgen wieder an zu arbeiten. Lass mich raten. Der Grund, warum du hier sitzt und Selbstgespräche führst, heißt Tore. Er ist ein arroganter, aufgeblasener, oberflächlicher, arroganter... Arrogant hatten wir schon. Egal, passt doch doppelt. Was ist passiert? Verdammt, ich war neugierig, aufdringlich. Ich bin in seine Privatsphäre eingedrungen. Geht's um die Meldung, die du über ihn gefunden hast? Warum muss ich nur so verdammt neugierig sein? Weil du mehr von ihm willst, als dir eigentlich lieb ist. Und weil du dir ein bisschen Sorgen um ihn machst. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Nicht gut, das kann ich dir versichern. Ja, das sage ich ja gerade. Also, was ist passiert? Er hat gesagt, ich wäre eine Klette und soll verschwinden. Und dass ich mich gefälligst aus seinem Leben raushalten soll. Und weißt du was? Genau das werde ich jetzt tun. Wer ist schon Tore Hellström? Wohl nicht der einzige Mann auf der Erde. Eben. Schließlich habe ich mein eigenes Leben, um das ich mich kümmern sollte. Entschuldigung. Immerhin passiert bei mir ja auch gerade ganz viel Neues und Aufregendes. Also, wie ist der Plan? Plan? Ja, ich habe Caro versprochen, sie auf andere Gedanken zu bringen. Was denn für Gedanken? Andere... Egal. Also, ich kann euch sagen, was jetzt mein Plan ist. Ich werde mich jetzt an einen dieser Tische setzen und in den nächsten 20 mal 5 Minuten meinen zukünftigen Freund kennenlernen. Wie bitte? Speeddating. Yep, Speeddating. Ist ab jetzt einmal im Monat hier. Also, ich weiß nicht, was ich von solchen Formaten halten soll. Kein Problem. Das kannst du jetzt einfach selbst rausfinden. So. Ich soll da mitmachen? Yep, dann kommst du wenigstens auf andere Gedanken. Außerdem haben sich heute sowieso zu wenig Frauen angemeldet. Nachdem mich der letzte Mann gerade absolviert hat, soll ich jetzt gleich einen neuen kennenlernen? Einen? Ganz viele. Aber der Beste ist für mich reserviert. So, hinsetzen. Und selbst wenn heute 20 Nullten dabei wären, dann kannst du wenigstens mal nicht an den einen denken. So, bitte mal alle an die Tische. Schön, dass ihr heute dabei seid hier bei unserem ersten Speed-Dating im No Limits. Für die unter euch, die sowas noch nie gemacht haben, ganz kurz die Regeln. An jedem Tisch sitzen immer ein Mann, eine Frau. Ihr habt jetzt 5 Minuten Zeit, euch zu unterhalten. Dann gibt es eine Klingel. Das heißt, für die Männer bitte einen Platz weiterrutschen. Das Ganze machen wir so lange, bis jeder Mann mit jeder Frau gesprochen hat. Das ist ganz einfach, denke ich. Also, dann fangen wir direkt an. Leni, bitte. Viel Spaß. Hallo, Caro. Ich bin der Flo. Und was machst du so? So, Männer, dann mal an die Tische. Die nächste Runde startet genau jetzt. Hi. Michael, Caro, steht ja auf deinem Schild. Und Caro, was machen Sie so beruflich? ich bin Designerin. Hier in Düsseldorf bei einem internationalen Modekonzern und ich entwerfe gerade meine neue Kollektion. Das Ganze heißt Speed Dating. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Weiß nicht.
Zu meiner Zeit hat man die Mädels noch normal kennengelernt, ohne Zeitlimit und irgendwelche Sitzordnung. Ja, das ist hier im Grunde genommen ja dasselbe, nur dass man hier halt nicht nur ein Mädel, sondern gleich ein Paar kennenlernt. Kennenlernen? Also ich bezweifle, ob man so jemanden kennenlernt. Das ist doch irgendwie wie Zugfahren. Da sitzt man ja auch mit fremden Leuten im Abteil und das Erstaunliche ist, man kann sich alles Mögliche erzählen, weil man weiß, in ein paar Stunden steigt man aus und wird sich wahrscheinlich nie wiedersehen. Ja, oder man mag sich und trifft sich nochmal. Ja, oder so. Ja, und das ist hier quasi das Gleiche, nur dass man hier weiß, man gegenüber sucht wirklich jemanden. Also die erste Hürde ist genommen. Ich weiß nicht, so völlig bescheuert. Aus einem gleich immer ein Event zu machen. Wir können auch woanders hingehen. Ach, ich finde das eigentlich ganz interessant. Haben Sie mir nicht gesagt, ich soll auch mal was Neues ausprobieren? Sie wollen wirklich mitmachen? Jetzt seien Sie doch nicht so spießig. Wie war das jetzt? Vielleicht fängt heute für mich ein neues Leben an? Vielleicht auch für Sie? Das ist ja eine Überraschung. Sie kennen sich, ja? Ja, Entschuldigung, ich bin unhöflich. Also, wie war das? Sie haben in Köln Geschichte studiert und arbeiten jetzt in Düsseldorf beim Stadtarchiv. Genau. Klingt ein bisschen angestaubt, kann aber sehr aufregend sein. Dinge zu sortieren, das kann doch sehr erfüllend sein. Klar, ist nicht so kreativ wie Kleidung entwerfen, aber trotzdem. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Nein, schon okay. Nein, ich hab... So, Zeit ist rum, kurze Verschnaufpause. Hat mich gefreut. Also, geht doch. Gehört, was du ihm erzählt hast. Aber ich habe gelogen. Na und? Du bist jetzt noch keine Designerin, aber vielleicht bald. Na toll, jetzt hat er ein ganz falsches Bild von mir. Er sieht dich so, wie du dich sehen willst. Aber so bin ich nicht. Mach doch, was du willst. Männer an die Tische. Die nächsten 5 Minuten starten genau jetzt. Guten Tag. Hi. Jessie, Entschuldigung, wenn ich störe, aber ich muss da was klarstellen. Ich bin keine Designerin, also noch nicht. Ich mache gerade erst meine Ausbildung und ja, mit 30, was recht spät ist, aber ja, ich entwerfe auch nicht meine eigene Kollektion. Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe gelogen, Warum? weil ich mich interessanter machen wollte, als ich bin. Das finde ich jetzt wieder irgendwie interessant. Sorry, ihr müsst euch schon an die Regeln halten oder aussteigen. Aussteigen? Wir steigen aus. Ja. Jungs, das heißt mal wieder weiterrutschen. Und wenn Sie das nächste Mal eine Fischsuppe kochen, tun Sie einen Schuss Pastis dran. Hallo? Hallo? Biggie. Thomas. Ja. So, das war leider die letzte Runde. Mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und vor allem hoffe ich natürlich, dass ihr jemanden kennengelernt habt, mit dem ihr gerne weiterreden möchtet. Wenn dem so ist, könnt ihr das an der Bar tun oder noch viel besser beim Tanzen. Auf jeden Fall euch noch viel Spaß. So, jetzt 2 Kuschelmäuse, der geht aufs Haus. Gleich machen wir zu. Danke. Hier, schau mal. Weil wir es gerade hatten. Die Models, die sind doch zum Beispiel auch alle austauschbar. Warum lachst du jetzt da? Entschuldigung. Ich muss lachen, weil das auf dem Cover meine Zwillingsschwester Giselle ist. Das ist deine Zwillingsschwester. Wir sind zweieiige Zwillinge und sehen uns nicht sehr ähnlich. Das stimmt, ja. Ja, sie ist eben das Model in der Familie. Das sieht man. Ich will ihr jetzt auch nicht zu nahe treten, aber ist sie ein bisschen langweilig? Also, wenn du sie langweilig findest, was bin ich dann? Cool. Ich meine, du machst die Sachen, die du machst, mit Herz. Das ist doch schön. So, wie sieht's aus? Wir machen dann zu. Wenn du mir den Schlüssel gibst, dann kann ich später selber abschließen. Ja klar, ich meine, du weißt ja, wo das Licht so ist, ne? Klar. Gut, dann viel Spaß noch euch beiden. Und tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Ganz bestimmt nicht. Schon cool, wenn man den Clubbesitzer kennt. Ist doch in Ordnung, oder willst du lieber gehen? Nee. Gar nicht.
Willst du heute nicht deinen zukünftigen Freund kennenlernen? Hast du dir diese Schnarchnasen mal angeguckt? Kein Wunder, dass die auf so eine Veranstaltung müssen, um eine Frau kennenzulernen. Warum hast du da gleich noch mal mitgemacht, wegen des guten Buffets? Es gab leider kein Buffet. Vergiss es einfach. Der Typ von Caro scheint ganz nett zu sein. Nett ist der Bruder von langweilig. Eifersüchtig? Auf den Kerl ganz bestimmt nicht. Also ich finde, die beiden würden ganz gut zusammenpassen. Ja, auf jeden Fall besser als Tore Hellström. Ja, der schnallt ja gar nicht, was er an Caro hat. Und er spielt in einer ganz anderen Liga. Wieso das denn? Ja, er steht auf Models. Na, offenbar ja nicht auf alle Models, ne? Ey, ich war immerhin mit ihm in der Kiste, ja? Ist ja gut. Ich fände es auf jeden Fall schön, wenn Caro mal wieder Glück bei einem Mann hätte. Na, so ein bisschen Spaß hätte sie schon verdient, oder? Wie spät ist es? Morgen. Morgen. Das Bett ist doch bequemer, als es aussieht, hä? Käffchen? Ich dachte, ihr zwei könnt vielleicht eins gebrauchen. Bitte schön. Danke. Na, wie war eure Nacht noch? Ja, ich habe Kickern gelernt. Und dann hat sie Cocktails gemacht. Wir haben uns total verquatscht. Ich muss mal. Du, ich hoffe, das ist jetzt kein Problem, dass wir hier einfach eingeschlafen sind. Ach, überhaupt nicht. Ich muss doch gleich aufmachen und dachte, ich weck euch lieber. Jetzt guck nicht so, es ist nichts passiert. Ich habe auch nichts gesagt. Ich freue mich nur, dass du offenbar noch einen schönen Abend hattest. Ja, den hatte ich wirklich. Morgen. Morgen. Ein Schälchen Kaffee. Flüssig, stark und schwach mit 2 ungeraden Würfeln Zucker. Kommt sofort. Schulz, Sie sehen aus, als hätten Sie hier geschlafen. Das sieht nicht nur so aus. Besser. Morgen. Morgen.